Geschätzte Damen und Herren, ich habe heute die große Ehre, einen sehr berühmten Mann hier begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur in Europa bekannt, er ist weltweit bekannt, hat eine große Historie vorzuweisen und einen besonderen Anlasspunkt, warum er heute hier in Klagenfurt ist. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Oberrabbiner Moshe Friedmann. Herzlich willkommen bei uns hier. Herzlichen Dank. Ja. Sie haben ja einen sehr starken Österreich-Bezug. Sie leben zwar jetzt in Antwerpen, aber Sie haben ja auch sehr viel mit Österreich zu tun gehabt. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen den Zuhörern Ihre Lebensgeschichte und Ihre Erfahrungen mit Österreich. Ich bin seit den 90er Jahren hier in Österreich auch als Rabbiner tätig gewesen, auch in der weiteren Folge als Oberrabbiner. Die einzigste Kultusgemeinde, die von den bestehenden israelitischen Kultusgemeinden völlig strikt getrennt war. Beziehungsweise wir waren völlig und ganz selbstständig. Meine Frau ist auch von Österreich und Familie, eine Eigenfamilie. Und diesbezüglich war ich schon sehr aktiv in den 90er Jahren, mehr in den Ende der 90er Jahren als Oberrabbiner, auch im strategisch-politischen Bereich, wo ich mich versucht habe, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und auch in anderen Positionen eingenommen, wie der bestehende israelitische Kultusgemeinde in den damaligen Präsident Ariel Musikant unter anderem. In der Höhepunkt von den Sanktionen war ich damals auch recht aktiv in der Öffentlichkeit und habe mein Bestes getan, um einen anständigen und einen richtigen Position des Judentums zu vertreten. Es war sehr ein leidenschaftlicher Weg, vielleicht auch ein gefährlicher Weg. Unter anderem habe ich dann einen bekannten Artikel in der New York Times geschaltet von einer halben Blattseite. Es war damals von ungefähr 30 Rabbiner weltweit mit mir unterschrieben haben, wo man dann Sanktionen der damaligen unrechtfertigen Sanktionen und Angriff auf Österreich mit den Sanktionen, wir haben das am schärfsten verurteilt auch. Für die Zuhörer zur Klarstellung, es ging um die Sanktionen der Europäischen Union gegen Österreich, als damals Jörg Haider mit Schüssel die erste ÖVP-FPÖ-Koalition eingegangen ist. Richtig, aber die Sanktionen, wie bekannt war, eigentlich hat ein Außenauftraggeber gegeben, die wirkliche Anreger der Sanktionen. Und die Betreiber der Sanktionen war eigentlich die Israel und die israelitische Kultusgemeinde hier in Österreich. Diesbezüglich war es auch ein starker, wie soll ich sagen, mehr sehr in erpresserischer Natur gewesen. Man hat damals Sanktionen gegen Österreich, gegen die österreichische Bevölkerung, hat vieles darunter gelitten. Es ist allen bekannt, es waren auch sogar Touristen in Frankreich und es war auch, die angegriffen wurden. Es war damals der damalige Außenminister Belgiens, hat sich auch damals mies geäußert und gesagt, es wäre unmoralisch, nach Österreich zu kommen, nur einiges zu nennen. Aber es war sehr in erpresserischer Natur. Wir werden wahrscheinlich später dazu kommen, das hat eigentlich auch sehr den Landeshauptmann persönlich betroffen in der weiteren Folge. Damals war ich schon recht aktiv gewesen, auch im Parlament. Ich habe mein Bestes versucht, um einen guten Dienst zu leisten für Österreich. Und ich bin froh, dass einiges doch erreicht wurde auch. Es gab damals ja diesen großen Aufschrei europaweit, weltweit gegen die Versuche Jörg Haiders, eine neue Politik in Österreich umzusetzen. Was war der Hintergrund dieses Aufschreis? Warum ist die israelische Kultusgemeinde so stark gegen diese Regierung aufgetreten und warum mit diesen brutalen Methoden über die EU? Der Hintergrund des Aufschreis liegt darin, dass man möchte sehr, dass Österreich erpressbar ist
bzw. erpressbar bleibt. Das hat auch Vorgeschichten wie zum Beispiel der Waldheim-Geschichte und anderen. Und die Tatsache, dass der FPÖ damals unter Landesobmann Dr. Haider in die Regierung hineingekommen ist, war für denen eigentlich, wie soll ich sagen, vielleicht eine Sort von Worst-Case-Szenario. Die haben befürchtet, dass er wird sich positionieren können und auch sachlich vor den eigenen Bevölkerung Entscheidungen treffen können, in die Erpressbarkeit irgendwo langsam zu Ende geht. Denn diesbezüglich haben die es für wichtig gefunden, im negativen Sinne, in deren Interesse, um einen Aufschrei und einen großen Wirbel zu machen, um Österreich weiterhin erpressbar zu haben. Von welcher Art Erpressbarkeit? Erpressbarkeit hat zu tun, sowohl in wirtschaftlicher Natur, wo in dem Fall ist auch die israelitische Kultusgemeinde stark involviert, aber Wiedergutmachung, aber überhaupt Dinge, die denen nicht zukommen, das nur allein durch politischen Erpressungen möglich macht. Aber es hat auch viel zu tun mit Israel, in den israelischen Geheimdiensten, Dingen, dass man vorher bei den Sozialisten zum Beispiel als rote Linie bezeichnet hat, dass hier reicht es, hat man sich erwartet durch Erpressungen an Haider persönlich auch, an der Partei, dass durch diese Erpressungen das möglich machen wird. Die Erpressung ist so weit gegangen, dass man Österreich so gesehen als das wichtigste Land im Sinne der rechten Parteien Europas. Die haben so gesehen, dass wenn Österreich erpressbar ist, beziehungsweise der Freiheitlichen Partei, das den direkten Auswirkungen haben wird, das auch zu Recht an den anderen Rechtsparteien Europas zugunsten Israels, gegen die Palästinenser und so weiter. Und diesbezüglich war Österreich deren wichtigster strategisches Land für die Erpressungen. Die haben es deshalb so hoch betrieben. Unter anderem haben die dann provoziert Artikel weltweit, auch beginnend mit israelischen Medien und anderen, wo man dann Kärntner Landeshauptmann als sogenannten Hitler bezeichnet hat, so stigmatisiert haben. Das gehört alles dazu. Und die Geschichte leider, er hat sehr eine enorme Eskalation gehabt in der weiteren Folge mit sehr gefährlichen Konsequenzen. Hätte man das zeitlich mehr gegengetreten, mehr mutig, hätte man sich viel ersparen können. Und sogar das Mord an Jörg Haiders. Ja, zudem kommen wir noch ausführlich zu diesem Thema. Vielleicht nur vorweg, Ihre Verbindungen zu Jörg Haider sind ja sehr intensiv gewesen. Sie hatten sehr guten Kontakt zu ihm und können auch auf einige Begegnungen verweisen. Ich war mit ihm sehr gut befreundet. Es war ein erstes Treffen und auch weitere mehrere zwischen 4 Augen hier in Klagenfurt. Wir waren sehr gut befreundet und wir haben unsere Freundschaft sehr nicht in der Öffentlichkeit gehabt. Er war auch sehr guter Jurist. Ich habe großen Respekt gehabt vor ihm, auch weil ich ihn nicht so viel getroffen habe, war ich mit ihm sehr gut befreundet. Und ich habe sogar sehr erste Hand Informationen gehabt über den gesamten Vorgeschichten mit dem Landeshauptmann bei den Eintritt in die Regierung, die Versuche Israels, der Mossad, die Geheimdienste, alle möglichen Dinge, die bei Weitem der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, war mir sehr bekannt. Und umso wichtiger, dass mir mein starkes Mitleid mit ihm geprägt hat. Und leider war ich auch in der weiteren Folge nach 2009 nicht mehr hier. Und das erklärt auch, warum ich nicht früher in die Sache, in die Öffentlichkeit. Vielleicht nochmal zurück zu diesem Kennenlernen Jörg Haiders mit Moshe Friedman. Damals hat er auch eine politische Figur eine große Rolle gespielt, der Generalsekretär der Freiheitlichen Partei, Peter Sichowski. Sie haben ja damals auch schon gewarnt davor, Sichowski in diese hohe Position zu heben. Eben, eigentlich, wenn ich als Oberrabbiner begonnen habe,
war schon Zichrowski ein oder andere Art bereits bei der Freiheitlichen Partei. Aber es war schon am Anfang an große Fragezeichen und Verdachten diesbezüglich. Und mir war bekannt, dass Zichrowski mit dem israelischen Mossad, unter anderem noch anderen Geheimdiensten, sehr eng in Kontakt ist. Ich habe auch davor gewarnt, in der weiteren Folge. Aber ich muss Ihnen überraschen, dass ich war sogar dabei, wo der israelische Mossad, es war in dem Fall die Mossad-Lady in Wien, die ich gut gekannt habe, aus einem gewissen Grund, ich habe es auch bei mir geschrieben, hat eigentlich den Zichrowski eingesetzt, speziell in den ganz großen Ordnungen für ganz gefährlichen Dingen für den Mossad. Ich war zufällig bei der Sitzung dabei und ich erinnere mich, ich war dabei, wo er den Okay gegeben hat in diesen Aktivitäten. Diesbezüglich, komme ich schon weiter, einige Jahre später, habe ich sehr dafür gewarnt, nicht zu viele Jahre, aber ungefähr ein Jahr oder zwei später, habe ich einiges unternommen. Ich habe mit bestem Wissen und Gewissen einige Aktionen unternommen, um sicherzustellen, dass die Freiheitliche Partei von diesen Personen und Co. loswerden. Hat auch der Begriff Israel Connection da hineingespielt? Eben, der Israel Connection war eigentlich das Wesentliche hier. Und es ist so weit gegangen, dass man Zichrowski nicht nur als Agent, aber nur als Operator von ganz gefährlichen Operationen, das geht in Richtung Libanon, Syrien, Hezbollah und so weiter. Und leider hat Zichrowski es geschafft, Haider in den Bereich einzubinden, zu erpressen, das zu sehr gefährlichen Konsequenzen noch geführt hat. Und ich bin nicht passiv geblieben. Ich habe mein Bestes unternommen, mit einigen Erfolgen auch erwirkt. Unter anderem das Beseitigen von Zichrowski hat viel zu tun, im Wesentlichen zu tun mit meinen Initiativen. Aber auch an weiteren Dingen, dass ich schreibe auch bei mir im Buch, dass das Leben von Jörg Haider, ich bin fest davon überzeugt, einige Jahre gerettet habe. Das hätte schon früher was passieren können und durch diese Aktionen, Erfolge, die ich damals erwirkt habe, bin ich ganz sicher ein paar Jahren. Das heißt, durch Ihre Initiativen haben Sie Jörg Haider einige Jahre das Leben gerettet, ja. Ich bin überzeugt, ich kann das den Teil nicht beweisen, aber ich bin überzeugt, fest überzeugt, dass das... Was wir an Beweisen haben, ist jetzt brandaktuell. Oberrabbiner Moshe Friedmann hat jetzt ein Buch geschrieben, das ich den Zusehern hier zeigen darf. Das ist brandneu, wird erst in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Der Rabbi, der Mossad und der Mord an Jörg Haider. Das sind einige Fakten aufgezählt, auf die wir ein bisschen den Blick richten wollen. Wir können nicht alles berichten, ist klar. Und der zweite Titel, der Untergrundtitel ist Hintergründe der Ibiza-Video-Affäre. Da sprechen wir sehr, sehr viele Themen an. Erstens den Mossad, dann sprechen Sie von Mord an Jörg Haider und Sie sprechen dann zu einer Verbindung, die viel, viel später da ist, zum Ibiza-Video. Wie können wir die Intention dieses Buches klar machen? Das Buch geht einzig und allein um Fakten. Ich bringe in dem Buch zum Beispiel nicht meine Meinung oder einen Aufbau von Entwicklungen. Ich bringe in dem Buch den Facts and Figures, wie man in Englisch das nennt, und Fakten, wer genau der Mörder an Haider war, warum, wieso. Und es ist nicht nur ein Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre. Die Tatsache ist, dass die Morde an Dr. Landeshauptmann Jörg Haider sind eigentlich auch der Auftraggeber und der Ersteller des Ibiza-Video. Und das ist auch bestätigt mit den Fakten von den Nachrichtendiensten, die sich mit der Sache beschäftigt haben. Sie haben ja gesprochen davon, dass es innerhalb des Mossads unterschiedliche Abteilungen gibt. Eine davon ist spezialisiert auf Attentate auf Autos oder Attentate, die mittels Autos durchgeführt wurden. Sie sprachen den Begriff Kidon an. Kidon, das schreibt man Konrad, Ida,
Dora, Otto, Nordpol. Und das ist eine Abteilung, das manche werden es nennen als die meist spezialisierten oder gefährlichsten der Welt, dass man Sabotageakten macht in Autos, speziell bei modernen. Der moderne, der mehr günstiger ist, im negativen Sinne, um das durchzuführen zu können, dass man provoziert und Sabotage vor einem Unfall, das war eigentlich die Abteilung, die den Haider-Mord in Auftrag gegeben haben, auch durchgeführt. Ich bringe auch im Buch die genauen Namen, wer die sind, wo die sind, was die sind. Und, Sie haben ja gesprochen davon, dass ja bereits schon Jahre davor Leute des Mossad bei Jörg Haider dabei waren, um den Personenschutz vorzunehmen. Das ist ja völlig unbekannt. Ich bringe dann erstmals die Veröffentlichung im Buch, wo die Mossad hat Haider damals erpresst, um von seinem bisherigen Personenschutz beziehungsweise sogar auch von der Cobra-Einheit des Innenministeriums zu verzichten. Und die haben es geschafft, leider bei ihm zu Hause, bei den freiheitlichen Bundesparteien und Landespartei, Veranstaltungen und so weiter, den Mossad mitten darin zu haben als der Personenschutz für Jörg Haider. Das war eine extrem gefährliche Entwicklung. Ich habe damals auf eigene Initiative einige ganz besondere Dinge unternommen. Es war sehr ein schwieriger Weg. Es war sehr geheim auch, aber mit den richtigen Leuten gesprochen und über den großen Gefahren hingewiesen. Und ich zitiere, denen gewarnt mit den Worten, entweder kommt eine Vergiftung in einem Café oder so ähnliches oder ein Unfall, genau wie das passiert hat. Es hat damals einen schönen Erfolg gegeben, dass der Kärntner Landesobmann, das Oberricht zu sagen, das war eine enorm besondere Persönlichkeit, dass er hat eine Entscheidung getroffen, um über Nacht denen zu verweisen. Die waren der Mossad sehr wütend darüber. Das hat eigentlich deren weiteren Pläne dann sabotiert und zumindest verzögert. Aber ich habe gewarnt, haargenau, für was passiert ist. Die Tatsache, dass der Mossad bei ihm zu Hause, bei ihm als Personenschutz war, ist eine sehr gefährliche Situation. Ich kann kein Beispiel in der Welt jemand, der so weit erpresst war. Das ist aber die Tatsache. Ich nenne auch in dem Buch, wer die sind, wo die sind, was die sind. Aber leider sind die auch die und auch die Israelis. Einige sind österreichische Staatsbürger, aber es geht auch um einen ganz besonderen israelischen Staatsbürger von Mossad-Agenten, die diesen Operationen des Mordes und auch weiteren Operationen getätigt haben. Mord hat immer ein Motiv. Welches Motiv steckt Ihrer Meinung nach hinter dem Mord an Jörg Haider? Der Motiv über den Mord ist ein Zusammenhang von verschiedenen Aspekten. Es hat zu tun über einige Dinge, was mit den Rechten Israels, der Rechten Europas, über die typischen Aktivitäten, dass die Mossad und Israel mit Haider und Sechrowski aktiv waren. Aber es gibt einen sehr springenden Punkt in das Ganze, das ist noch bisher unbekannt. Sie wissen, dass es war ein Interview von Peter Sechrowski, der damalige Generalsekretär von der Freiheitlichen Partei, sowohl für innenpolitischen Angelegenheiten als auch von außenpolitischen Angelegenheiten, wo er an den Wochenmagazin Profil sagt, und ich zitiere, der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Efraim Halevi, wenn ich mich gut erinnere, ist speziell nach Wien eingereist zu mir eine Kreditkarte von 1 Million US-Dollar übermittelt, als Preis dafür, dass ich bei Haider über seinen Kontakt bei Saddam Hussein und Gaddafi spioniere. Das heißt, der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad fliegt nach Wien mit einer Kreditkarte zu Peter Sechrowski, gibt ihm diese, um Kontakte einzufädeln
Mit der FPÖ. Um zu spionieren. Er sagt, ich zitiere, was Sichrowski sagt, dass es war eigentlich eine Kreditkarte von 1 Million US-Dollar über meine Spionagetätigkeiten, um Haider auszuspionieren bezüglich den Kärntner Landesobmann Haiders Kontakten zu Saddam Hussein und Gaddafi. Das ist Zitat von Sichrowski. Er sagt natürlich die Wahrheit, dass der Treff mit Mossad zustande gekommen ist und dass so ein Auftrag gegeben hat, das ist keine Frage. Aber er sagt auch die Unwahrheit, was die wahren Hintergründe des Auftrages waren. Die wahren Hintergründe des Kontakten und Tätigkeiten von dem Mossad waren bei Weitem viel mehr, wie die Reisen, wie bekannt an Saddam Hussein und Gaddafi. Es ist gegangen über sehr, sehr gefährlichen Operationen, beziehungsweise es war damals eine sehr eskalierende, gefährliche Situation im Nahen Osten, wo der Hezbollah, wie bekannt, im Jahr 2000 haben 3 israelische Soldaten gefangen und dann war ein israelischer sogenannter Drogdealer mit Namen Elchanan Tenenbaum. Der hat sich gesehen in Brüssel und dann in Dubai. Und dann war er gekidnappt und dann auf einmal ist er in Beirut bei Hezbollah. Die Situation war bei Israel brandgefährlich und vor denen war damals alles recht und die haben diesbezüglich beschlossen, um Haider mit Sichrowski einzuschalten, bezüglich Sichrowski und Haider für Operationen in dem Bereich. Israel selber hat später zugegeben, dass es darum gegangen ist, dass damals der Elchanan Tenenbaum war General des israelischen Militärs, des israelischen Nachrichtendienstes, der Herrennachrichtendienst, und der hat in seinem Besitz gehabt die gefährlichste Information, Geheiminformationen des Militär Israels, was man sich vorstellen kann. Die waren naturgemäß ganz besorgt, und es war denen alles recht. In dem Bereich, auch im Zusammenhang mit israelischen Soldaten, noch Aktivitäten über einen israelischen Soldaten, Ron Arad, das war einige der die Inhalte des Auftrages an Haider von der Mossad, an Sichrowski, Haider. Das hat geführt dazu, dass Haider eigentlich Zugang erhalten hat, auch über extrem heikle Dinge, extrem heikel für Israel. Auch sehr extrem heikel in innenpolitischer Natur. Von den damaligen Ministerpräsidenten, Ministers, auch in weiterer Folge hat sich auch die Regierung geändert, aber die waren auch mittendrin. Und diese Information war für einige in dem Mossad ein Dorn im Auge, dass man unter anderem beschlossen hat, auch aus diesem Grund ihn zu eliminieren, was die typisch machen. Da muss ja irgendwas aus dem Ruder gelaufen sein, dass es zu dieser massiven Maßnahme kam. Ja, die Maßnahme war schon ich muss auch sagen, ich habe selber von der Mossad gehört, dass Haider bei denen auf der Liste ist als sogenannter Hitler. Die haben das wiederholt immer wieder, dass wir sehen ihn als der Hitler, dass den heutigen Hitler, der Current Hitler, dass man bekämpfen muss und auch unter anderem auch eliminieren muss. Das war vor der haben das nicht verborgen, aber das war auch den anderen Elementen von den Aktivitäten, dass es ist schief gelaufen, dass Haider eigentlich eine gewisse Absage erteilt hat für einigen Dingen, aber das Springende war auch diese Information, dass Haider hatte, das war von denen eine ausgemachte Sache, der gehört weg. Und das hat sich nur eigentlich in der weiteren Folge verzögert, im Folge diesen Absage Haiders und meinen Aktivitäten, zum Beispiel Sichrowski aus der Partei zu setzen, hat sich das eigentlich verzögert. Aber solange der Kärntner Landeshauptmann noch innerhalb der Freiheitlichen Partei war, haben die es doch einer oder andere Art so gesehen, dass die haben ihn fest im Griff. Durch Erpressungen, dadurch, dass er in der Partei ist. Und in der Partei, in der FPÖ, hat es auch andere Agenten gegeben, außer Sichrowski. Es gibt jemanden zum Beispiel mit Namen Chaim Mühlstein. Er ist auch ein Israeli, der muss man sich vorstellen können, der kriegt schon von der Freiheitlichen Partei seit dem Jahr 1994 einen Betrag, damals im Schilling, zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Monatlich. Das ist schon bald 25 Jahren. Jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit nach der Ibiza-Videoaffäre hat sich verändert in der FPÖ den Finanzreferenten, die den Finanzen kontrollen. Die sind zum Schluss gekommen, das gehört weg. Und dann ein paar Tage später kommt eine Telefonanweisung von Norbert Hofer und fragt bitte vor den Wahlen, den nicht zu kundigen. Aber was meine ich damit, dass eigentlich vor dem Mossad war, solange er in der Freiheitlichen Partei war, haben die es so gesehen, dass er doch
Die haben ihn doch irgendwo im Griff. Der Moment, er sich gespalten hat, er hat eine eigene Partei gegründet, beziehungsweise einen schönen Wahlerfolg erreichen könnte, 2008. 2008 mit dem BZÖ. Genau, wo es klar war, dass er wird sich irgendwo positionieren können, auf den eigenen Füßen, nicht erpressbar sein wird, haben die ihm in deren Augen gesehen als unstabilen Faktor, geschweige denn Informationen über den gefährlichen Intelligence, die er bei sich hatte, dass der Zeitreif ist früher, dass die ihn weg haben, der besser. Und die sind dann losgegangen, aber mit den Methoden, die eigentlich schon seit eh und je. Sie haben gesagt, Jörg Haider wurde verglichen mit Adolf Hitler und es gibt ja in Yad Vashem auch, glaube ich, haben Sie erzählt, ein Bild. Und eben, es ist sehr interessant, dass im Yad Vashem, wenn man geht, gibt es auch den Adolf Hitler, die Geschichte, und dann gibt es eine Sort von Current Hitlers, dann wird dann genannt Saddam Hussein von Irak und Jörg Haider von Austria. Sogar, es ist sehr interessant, dass wenn der Bundesparteiobmann, der ehemalige Parteiobmann der Freiheitlichen Partei, Herr Strache, Yad Vashem besucht hat, haben die ihm dann vorgeführt zu diesen Beschreibung. Und er hat es auch so, er hat auch nicht einmal den Mut gehabt, irgendwo sich zu widersetzen. Aber das ist eine Tatsache und das sagt schon viel aus. Das heißt, der ehemalige Bundesparteiobmann HC Strache wurde in Yad Vashem hingeführt zu dem Bild, auf dem Jörg Haider als Current Hitler. Als aktuell als Current Hitler dargestellt ist. Gemeinsam mit Saddam Hussein. Und ja, das ist unter anderem eine der Tatsachen, das sind unbestreitbare Tatsachen. Aber eines ist überhaupt keine Frage. Es gibt den Namen, die Beweise, wer den Haider ermordet hat, wann und welchen Abteilungen, was dahinter ist und Bedrohungen diesbezüglich. Das sind ausreichend Facts and Figures, auch bei mir im Buch. Ich bin es auch bereit, beim jeden Straflandesgericht auszusagen. Und, es gab ja damals viele Spekulationen über die Hintergründe des Todes, des Mordes. Und viele haben gesprochen davon, dass es ein Bankendossier gäbe, das der Grund sei, Jörg Haider aus dem Weg zu räumen. Es gab ja auch eines dieser berühmten Videos, das er noch zur Nationalratswahl gedreht hat im Jahre 2008. Da ging es um die Verquickungen von Raiffeisen und so weiter. Und Sie sehen das aber nicht als Grund an. Ja, ich sehe aber schon, ich muss schon sagen, dass der Mord an Haider war sehr, sehr professionell von der Mossad. Ich sage natürlich im negativen Sinne, aber es war sehr professionell gemacht, dass die haben doch über den Worst-Case-Szenario, wenn es schief geht, gedacht, in sich gut vorbereitet über alle möglichen, unter anderem Verschwörungstheorien. Dazu gehört auch die Verschwörungstheorien über den Alkohol. Die haben es gut kombiniert mit dem Alkohol, dass man es in die Richtung schiebt, aber die haben auch schon vorab das vorbereitet, dass die Elemente im Raum kommen über sogenannten Banken, spektakulären Dingen, über das sogenannten Papier von Haider, von Federal Reserve. Ja. Mir ist auch bestens bekannt, dass einige, die diesen Aussagen in der Welt verbreitet haben, wüssten, dass die der Unwahrheit sagen. Das hat nicht den minsten Zusammenhang gehabt mit den Banken vom Balkan oder irgendwelche anderen Hintergründe in Richtung von Banken oder von der Mafia vom Balkan. Das sind alles wirkliche Verschwörungstheorien. Und so ist es. Ja, Ablenkungsmanöver, aber das gehört auch zu der Professionalität des Mordes, dass man verschiedene Elementen vorbereitet hat, wenn es schief geht, dass es in eine Richtung geht, dass man ablenken kann. Sie haben mal davon gesprochen, dass in der zweitgrößten israelischen Tageszeitung, Mariv, ganz offen tituliert wurde, Mossad hat Haider getötet. Ja, aber den gleichen Tag des Mordes. Ja. Den gleichen Tag des Mordes kommt die Tageszeitung Mariv, meines Erachtens der zweite oder dritte, vielleicht der zweite größte Tageszeitung, sowohl in der Druckabschrift, der Print Edition, als auch im Internet, steht, Mossad hat Haider umgebracht. Den gleichen Tag des Mordes. Ja. Der Mariv hat das unter Anführungszeichen gemacht, dann kommt eine andere Tageszeitung, ich habe auch eine Kopie im Buch davon, der hat es ohne Anführungszeichen gemacht und geschrieben, der Mossad hat Jörg Haider von Österreich eliminiert und ermordet. Warum sind diese Informationen nie an die
in weitere Öffentlichkeit gelangt, zum Beispiel auch nicht in österreichischen Tageszeitungen. Sie haben es in Ihrem Buch jetzt als Faksimile abgedruckt. Wie kann es sein, dass so eine Information überhaupt nicht an die europäischen Medien gelangt? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Das sagt auch viel aus über die mediale Berichterstattung diesbezüglich. Aber ich glaube auch, dass der Sprengende in das Ganze hier ist auch, das gehört auch zu deren Professionalität der Behörden, dass die haben von vornherein waren die abgesichert, dass gegebenenfalls den Untersuchungen, sei es von den Seiten des Innenministeriums, des Bundeskriminalamts und auch die Justiz unterdrücken werden können, was auch eingetreten ist. Und dazu gehört auch, dass bei den Medien ist es eine andere Dimension, aber das ist eigentlich unfassbar, das ist wirklich erschreckend. Man hätte sich erwarten können und müssen, dass zumindest einige mehr Mut haben diesbezüglich. Das ist eine sehr peinliche Situation, aber dazu bin ich auch hier und das gehört auch verändert die gesamte Situation. Ich habe nicht die mindeste Agenda in die Sache. Ich habe schon seit eh und je vorgehabt, die Sache nach außen zu bringen. Sie wissen, ich war einige Jahre nicht hier. Ich habe auch eine Familie, ich habe 8 Kinder, 4 in den Universitäten. Gott sei Dank sehr erfolgreich. Einer ist schon bereits in der Politik, der andere wird jetzt Rechtsanwalt, auch demnächst. Und ich habe nach allen Überlegungen habe ich mich jetzt entschlossen, gleich mit sofortiger Wirkung um mit der Sache in der Öffentlichkeit zu kommen und das in die Fakten, in der Öffentlichkeit und den strafrechtlichen Behörden zu präsentieren. Und ich mache es auch ganz im Wesentlichen für die neuen Generationen, anfangen der Jugendlichen, dass die eine unbelastete weiteren Entwicklung, dass die das alles nicht mitmachen sollen. Ich glaube, es ist wirklich, es reicht, das ist die Zeit, das ist im Sinne von uns alle, dass auch für Juden, so wie mir und meine Familie, die auch sehr viel mitgemacht hat wegen unserer eigenen Position, dass es kommt einen Schlussstrich gezogen wird, was eigentlich damals auch in der Gesetzesverordnung, in der Verfassung hatte man versucht, das einzubringen, aber es leider nicht eingetreten ist, dass irgendein Schlussstrich über die Geschichte gezogen ist, dass da eine neue Generation sich ohne jede Belastung weiterentwickeln kann. Sie sprechen natürlich auch heikle Themen an über die österreichische Justiz. Das heißt, wenn dieses Buch dann erscheinen wird, gibt es ja indirekt oder auch direkt Angriffe auf die Objektivität der österreichischen Justiz. Es gab ja auch heuer eine Vortragsserie des BZÖ zu den vielen offenen Fragen um den Tod von Jörg Haider und da stand auch die Justiz Österreichs im Mittelpunkt. Es ist immer wieder von der Staatsanwaltschaft betont worden, es gäbe keine neuen Beweise, es gäbe keine neuen Gründe, um diesen Tod neu zu untersuchen. Das Buch wirft dann offenbar völlig ein anderes Licht auf die Tatsachen. Nein, ich muss sagen, es war überhaupt keine Untersuchung. Es war nicht einmal eine Hausdurchsuchung beim Haider, beim bekannten Landeshauptmann, seine Telefondaten und alles Mögliche, was eigentlich die Justiz hätte machen können und müssen. Man sieht auch in der letzten Zeit gibt es alle möglichen Aktionen der Justiz, nicht mal Ähnliches gesehen bei Haider, überhaupt gar nichts. Es war seitens der Justiz überhaupt nicht der mindeste Schritt im Sinne von Untersuchung des Mordes. Und das ist sehr erschreckend. Unter anderem zum Beispiel die Tatsache, dass sein Witwer, die Frau Haider, nach so viel Leiden mit Einsätzen auf dem normalen Weg von Rechtsanwälten den Dossier gefragt hat, beziehungsweise den gesundheitlichen Dossier, die ärztlichen Attesten und so weiter. Man hat die versprochen, dass man wird denen Zugang geben, rechtmäßig nach den 10 Jahren, und dann kommt dann Antwort, das ist nicht. Das war der letzte Höhepunkt, als auch die Blutproben von Jörg Haider vernichtet worden sind und die Witwe, der diese Blutproben zustehen, nicht im Besitz. Meines Erachtens ist das ein graublicher Amtsmissbrauch, die da in dem involviert sind. Es ist ein Amtsmissbrauch, ein willentlichen Amtsmissbrauch. Man wüsste dann, man hat sogar vorbereitet, um das zu vertuschen. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Machen wir noch einen Schwenk hin zur Gegenwart. Sie haben ja in diesem Buch auch angesprochen, die Hintergründe
der Ibiza-Video-Affäre. Sie haben vorhin gesagt, es sind die gleichen Hintermänner, die das gemacht haben. Einmal der Mord an Jörg Haider und einmal dieses Einfehlen dieses Videos. Was sind die Beweggründe jetzt, oder was waren die Beweggründe, den Bundesparteiobmann HC Strache mit diesem Video auszuschalten? Die Tatsache ist, dass die gleichen Morde namens von Haider haben ein Video in Auftrag erstellt und die stehen dahinter. Der Hintergrund beim Strache ist sehr interessant, weil eigentlich hat Strache selber alle Türen geöffnet für den Mossad und Israel. Also dann regelmäßig so gereist nach Israel. Und genau deshalb glaube ich, dass es war eine Sort von Umarmung von einer Person, aber die haben sehr ein miesen, wie üblich, typisch sehr ein miesen Doppelspiel gespielt. Einerseits sagt man, okay, wir werden gemeinsame Sachen machen, wir werden ihnen von der Ausgrenzung der Freiheitlichen Partei loswerden, was nie zustande gekommen ist. Ja. Nach wie vor, heute während wir sprechen, gibt es nicht mal 1 Millimeter von einer Nachgiebigkeit oder irgendwelchen Veränderungen diesbezüglich. Zu allem trotz von den allen Jahren, dass Strache persönlich sich eingesetzt habe. Es waren Mossad-Leute, die einige sind bekannt, einige unbekannt, die nach Wien gereist haben, umgekehrt freiheitlichen Persönlichkeiten nach Israel. Und es hat nicht die mindeste Verbesserung gegeben in der Situation. Deshalb würde ich sagen, das war nicht der mindeste Absicht gewesen von Israel, irgendwas zu verbessern. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, Strache hat sich auch in eine andere Richtung, aber er hat sich doch ins Bett gelegt. Ja. Mit denen, und er bezahlt jetzt den Preis dafür. Strache wollte hoffähig werden. Strache wollte sich seine Vizekanzlerschaft sozusagen sicherstellen, absegnen lassen in Israel. Und das sagen Sie, ist daneben gegangen, weil kein Millimeter Spielraum da war. Es war eigentlich ganz im Gegenteil. Ja. Sie wissen, es war ein gegenteiliger Effekt dessen, was er erreichen wollte. Ich meine, das ist typisch, was die machen. Ich glaube, das ist wesentlich gefährlicher, wenn man sich mit denen umarmt. Dann kommen die später, und wenn es schief geht, so wie mit dem Video, stellen die sich her und sagen, das ist doch unsere Agenda, das ist doch unsere Person. Und dann können sie das mehr als Ablenkungsmanöver sehr gut verwenden. Ja. Und bei denen ist eigentlich die Erpressbarkeit der Freiheitlichen Partei in Österreich an sich enorm wichtig. Es war nur eine Frage von Zeit, die haben sich irgendwo erwartet, um das zu prüfen zu lassen, wie es geht mit der Regierung. Die haben aus deren Gründen beschlossen, die gehen dann los und haben das gemacht. Das würde auch sagen, man glaubt immer, dass die sind ohne Fehler, die machen Dinge, die eigentlich sehr total dumm sind. Und meines Erachtens, wie ich die Sache sehe, haben die sich sehr, sehr in den eigenen Fleisch gerissen. Und das war eine Sort von einer Selbstzerstörung, um sich so zu verbrennen. Bei dem Video haben es geht hier ob dieselben Morde von der Mossad machen Operationen aus Österreich weltweit. Und die haben sich sehr verplantert und verbrannt mit diesen Aktionen. Die hätten das niemals aus sachlichen, professionellen Gründen gar nicht machen sollen. Auch aus dem Grund, dass jetzt der Herr Moshe Friedmann ein Buch bringt, das diese Hintergründe aufdeckt. Wir dürfen gespannt sein. Es ist nicht sehr dick, aber es ist hoch explosiv. Und wir freuen uns schon auf die 200 Seiten, die dann auf uns zukommen werden. Es wird nächste Woche erscheinen. Wir werden auch seitens des BZÖ dazu beitragen, dieses Buch zu verbreiten. Herr Moshe Friedmann, was ist der Ausblick? Wir haben hier ein Buch vor uns, das unheimliche Sprengkraft hat. Was war Ihre Absicht? Meine Absicht war eigentlich seit eh und je, um den liebe Bürgerinnen und Bürger von Österreich, die mir sehr am Herzen ist, einer besseren Zukunft, einer unbelasteten Zukunft, denn jedenfalls weg von diesen allen gefährlichen Elementen, schon allen voran den neuen Generationen und den Jugendlichen, die die Zukunft ist, zu ermöglichen. Eine weitere unbelastete Entwicklung und auch als Oberrabbiner
als gläubiger Mensch, das wäre auch gleich bei der römisch-katholischen Kirche, sind wir gegen jeden Sort von Ausgrenzungen. Das ist diesen Elementen, die alten testamentarischen Elemente von Ausgrenzung gehört weg. Es war für mich immer ein großes Anliegen. Es war eine Frage von Zeit. Es tut mir leid, dass ich nicht früher, ich war leider nicht hier, wäre ich hier gewesen in den Jahren von 9, 10, 11, 12, wäre sicherlich eines anderes gewesen, schon geschweige denn Ermittlungsverfahren. Aber ich bin jetzt hier, es ist better late than never. Ich bin hier und ich erwarte mir doch enorm günstigen Auswirkungen im Sinne von uns allen. Ja, weil dieser Mord an Jörg Haider nicht nur der Mord an einer Person war, es war auch eine massive Attacke gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Justiz und gegen ein Land. Das ist ein Anschlag auf ganz Österreich, das ist der Anschlag auf Europa, ein Anschlag auf die Menschheit, schon geschweige auf die Demokratie. Eigentlich, ich muss auch sagen, dass der Video zum Beispiel, der Stelle ist auch ein Anschlag, wie man das auch immer sieht, den politischen Hintergrund, ist es ein Anschlag auf die Freiheit, auf die demokratische Entwicklung, auf die Selbstständigkeit Österreichs und auf Europa. Und es geht um eine hochgefährliche Situation auf unsere eigene nationale Sicherheit, keine Frage. Ja, ich möchte noch Jesus zitieren, der gesagt hat, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, die Wahrheit anzusprechen. Und ich bedanke mich sehr für das Kommen hier zu unserer Studie nach Klagenfurt. Und wir freuen uns auf das Erscheinen Ihres Buches. Sie sind sehr herzlich bedankt. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr.